Es war der 27. April 1972. In den langen hallenden Fluren des Bonner Bundeshauses hing an diesem Morgen eine Spannung in der Luft, die sich seit Wochen aufgebaut hatte. Schwer, drückend, fast greifbar wie der Geruch eines Gewitters kurz vor dem ersten Blitz. Die Abgeordneten bewegten sich mit gesenkten Köpfen durch die Gänge, manche tuschelnd, manche in sich gekehrt und schweigend, aber alle vereint durch denselben Gedanken. Heute würde etwas entschieden werden, das die Geschichte der Bundesrepublik für Jahrzehnte prägen sollte. Heute würde ein Kanzler gestürzt werden. Oder auch nicht. Und mittendrin stand Rainer Barzel, aufrecht und konzentriert, ein Mann, der in diesem Moment fest glaubte, er stehe an der Schwelle zu dem, wofür er sein ganzes politisches Leben gearbeitet hatte. Barzel war kein gewöhnlicher Politiker. Er war Jurist, Redner und Stratege, der sich durch die harten, oft gnadenlosen Nachkriegsjahre der deutschen Politik beharrlich und geduldig nach oben gearbeitet hatte. Als junger Abgeordneter war er früh aufgefallen. Als jemand, der zuhörte, bevor er sprach, und der sprach, wenn andere noch zögerten. In den frühen 1960er Jahren diente er als Bundesminister und im Oktober 1971 wählte die CDU ihn schließlich zu ihrem Parteivorsitzenden. Die Botschaft war klar und unmissverständlich. Dieser Mann sollte der nächste Bundeskanzler werden. Er besaß die seltene Fähigkeit, selbst verfahrene politische Lagen mit ruhiger Hand zu navigieren. Seine Gegner respektierten ihn, auch wenn sie ihn fürchteten. Und für einen kurzen, fast blendenden Moment schien die Geschichte selbst auf seiner Seite zu stehen. Der Weg zu diesem Aprilmorgen war allerdings nicht geradlinig gewesen. Willy Brandt, der amtierende Bundeskanzler, hatte mit seiner Ostpolitik das Land in zwei unversöhnliche Lager gespalten. Die Anerkennung der DDR als eigenständigen Staat, die Verträge mit Polen und der Sowjetunion, das berühmte Knien vor dem Warschauer Mahnmal für einen großen Teil der westdeutschen Bevölkerung und besonders für die Union, war all das ein kaum erträglicher Verrat an den Grundwerten der Bundesrepublik. Innerhalb der Regierungskoalition begann es sichtbar zu bröckeln. Abgeordnete wechselten die Seiten, die knappe parlamentarische Mehrheit schrumpfte mit jedem Monat weiter, und mit jedem weiteren Rückzug wurde deutlicher: Brandts Regierung stand am Rand des Abgrunds. Es war eine Einladung zur politischen Jagd. Und Barzel nahm sie ohne zu zögern an. Er stellte den Antrag auf ein konstruktives Misstrauensvotum. Das Instrument war verfassungsrechtlich klar geregelt. Ein Bundeskanzler konnte nicht einfach abgesetzt werden. Das Parlament musste gleichzeitig einen Nachfolger wählen. Und dieser Nachfolger sollte Rainer Barzel sein. Die internen Berechnungen der CDU-Fraktion galten als wasserdicht. Man benötigte 249 Stimmen. Man hatte, davon war man absolut überzeugt, mindestens 250 gesicherte Stimmen. Barzel selbst hatte nicht eine einzige Sekunde daran gezweifelt, dass die Rechnung aufgehen würde. Hinter geschlossenen Türen wurden bereits Ministerposten diskutiert, Koalitionspartner sondiert, erste Regierungserklärungen entworfen. Er betrat den Plenarsaal an jenem Morgen nicht als Kandidat. Er betrat ihn als Mann, der innerlich bereits Kanzler war. Und dann kam die Abstimmung. Der Saal war ungewohnt still, als das Ergebnis verlesen wurde. 247. Nicht 249, nicht 250. 247 Stimmen, genau zwei weniger als benötigt. Barzel saß reglos auf seinem Platz, das Gesicht eine Maske aus jahrelanger politischer Disziplin. Wer jedoch in diesem Augenblick genau hinsah, konnte erkennen, wie etwas tief in ihm erlosch. Eine Gewissheit, eine Zukunft, ein Leben, das er sich in allen Einzelheiten bereits ausgemalt hatte. Die Kameras im Saal hielten diesen Moment für immer fest, ohne zu wissen, welches Geheimnis sich dahinter verbarg.
Denn diese 2 fehlenden Stimmen waren kein Zufall. Sie waren kein Ausdruck freier politischer Überzeugung. Sie waren gekauft worden, mit Geld, das aus einer Richtung kam, die niemand auch nur zu vermuten gewagt hätte. Und die volle Wahrheit darüber würde Deutschland noch viele Jahre erschüttern. 2 Stimmen. Nur 2 Stimmen trennten Rainer Barzel an diesem Aprilnachmittag vom Kanzleramt. In der politischen Welt ist das eine Zahl, die eigentlich nichts bedeutet. Und gleichzeitig alles. Wer an diesem Tag im Plenarsaal saß und das Ergebnis hörte, spürte sofort, dass irgendetwas nicht stimmte. Nicht im Sinne eines vagen Gefühls, sondern mit der konkreten Gewissheit von Menschen, die jahrelang Stimmen zählen, Zusagen abhaken und Vertrauen mit mathematischer Genauigkeit kalkulieren. Die CDU hatte ihre Hausaufgaben gemacht. Jede Stimme war geprüft worden, mehrfach, von verschiedenen Leuten. Und trotzdem fehlten am Ende genau 2. Als wäre es mit chirurgischer Präzision berechnet worden. Nicht zu viele, nicht zu wenige. Genau die Anzahl, die keinen Verdacht erweckte. Aber das Ergebnis kippte. In den Stunden nach der Abstimmung herrschte in den Fraktionsräumen der Union eine Stille, die lauter war als jeder Aufschrei. Barzel zog sich zurück, sprach kaum, gab keine öffentliche Erklärung ab. Sein engster Beraterkreis saß beisammen und versuchte, das Undenkbare zu erklären. Wer hatte nicht gestimmt? Wer hatte seine Zusage gebrochen? Die Namen wurden leise durch den Raum gereicht, Vermutungen aufgestellt und wieder verworfen, Blicke ausgetauscht, die mehr sagten als jedes gesprochene Wort. Doch niemand ahnte damals die wirkliche Dimension dessen, was an diesem Tag geschehen war. Was als parlamentarische Niederlage aussah, war in Wirklichkeit eine Operation. Kalt geplant, präzise ausgeführt und tief im Verborgenen finanziert. Es dauerte mehr als 1 Jahr, bis der erste Riss in diesem sorgfältig errichteten Schweigen entstand. Julius Steiner, ein CDU-Abgeordneter aus Baden-Württemberg, trat im Sommer 1973 vor die Öffentlichkeit und machte eine Aussage, die die Bonner Republik in ihren Grundfesten erschütterte. Er habe, so Steiner, vor der Abstimmung 50.000 deutsche Mark erhalten, dafür, dass er beim Misstrauensvotum nicht für Barzel stimme. Das Geld sei ihm übergeben worden, diskret und ohne schriftliche Spur. Steiner nannte einen Namen: Karl Wienand, zu dieser Zeit parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion. Die Nachricht verbreitete sich innerhalb von Stunden durch alle Redaktionen des Landes. Und mit ihr wuchs eine Frage, die sich niemand laut zu stellen traute. War Steiner wirklich der Einzige? Wienand bestritt alles, entschieden und ohne Zögern. Die Staatsanwaltschaft ermittelte, Akten wurden angefordert, Zeugen befragt. Doch der Fall verlor sich schnell in einem Labyrinth aus unvollständigen Beweisen, strittigen Aussagen und merkwürdigen Verfahrensentscheidungen. Das Verfahren gegen Wienand wurde schließlich eingestellt. Offiziell aus Mangel an Beweisen. Aber das Eingeständnis von Steiner stand im Raum und ließ sich nicht ungeschehen machen. 50.000 Mark für eine einzige Stimme. Was bedeutete das für die zweite fehlende Stimme? Wer hatte sie gekauft? Und wer hatte das Geld dafür bereitgestellt? Diese Fragen blieben vorerst ohne Antwort, doch die Antworten existierten. Sie lagen in Archiven, die damals noch niemand öffnen durfte. Und in Akten, die manche bereits begannen systematisch verschwinden zu lassen, bevor irgendjemand auf die Idee kommen konnte, ernsthaft danach zu suchen. Barzel selbst sagte in den folgenden Jahren kaum etwas über jenen 27. April. Nicht, weil er nichts wusste, sondern weil das, was er zu wissen begann, zu groß war, um es auszusprechen. Die Wahrheit hat eine merkwürdige Eigenschaft. Sie lässt sich vergraben, versiegeln und unter Jahrzehnten aus Schweigen begraben, aber sie verschwindet nie vollständig. Sie wartet.
Manchmal wartet sie in verstaubten Archivboxen, manchmal in den Erinnerungen alter Männer, die kurz vor ihrem Tod das Bedürfnis verspüren, wenigstens einen Teil dessen zu sagen, was sie ihr Leben lang verschwiegen haben. Und manchmal wartet sie in den Akten eines Geheimdienstes, der akribisch alles dokumentierte, jeden Auftrag, jeden Agenten, jede Zahlung, weil er selbst nie glaubte, dass diese Dokumente eines Tages in fremde Hände fallen würden. Im Fall des Misstrauensvotums von 1972 begann die Wahrheit erst nach dem Ende der DDR wirklich ans Licht zu drängen. Und was sie enthüllte, war erschreckender als alles, was bis dahin spekuliert worden war. Nach dem Fall der Mauer im Jahr 1989 und der offiziellen Auflösung der DDR öffneten sich langsam die Archive des Ministeriums für Staatssicherheit, besser bekannt als Stasi. Was Historiker und Ermittler dort vorfanden, veränderte das Bild jener Aprilnacht von 1972 grundlegend. Die Stasi hatte nicht nur beobachtet, was an jenem Tag im Bonner Bundestag geschah. Sie hatte aktiv daran mitgewirkt. Interne Dokumente belegten, dass westdeutsche Parlamentarier als inoffizielle Mitarbeiter geführt worden waren. Männer, die Informationen lieferten, Stimmungen meldeten und bei Bedarf auch handelten. Karl Wienand, jener SPD-Politiker, den Julius Steiner bereits 1973 namentlich genannt hatte, tauchte in diesen Akten unter einem Decknamen auf. Die Dokumente zeichneten das Bild eines Mannes, der seit Jahren in engem Kontakt mit der Ostberliner Zentrale stand und der bei der Abstimmung von 1972 keine eigenständige Entscheidung getroffen hatte. Er hatte einen Auftrag ausgeführt. Doch Wienand war nicht der einzige Name, der in diesem Zusammenhang auftauchte. Die Recherchen der folgenden Jahre förderten ein Netzwerk zutage, das weit verzweigter war als zunächst angenommen. Die Summe von 50.000 Mark, die Steiner erhalten hatte, war nur ein kleiner Teil eines deutlich größeren Finanzstroms. Verschiedene Quellen und spätere parlamentarische Untersuchungen deuteten darauf hin, dass insgesamt weit mehr als 200.000 Mark in die Operation geflossen sein könnten. Verteilt auf mehrere Empfänger, über verschiedene Kanäle in einem Zeitraum von Wochen. Das Geld stammte nicht aus einer privaten Kasse, nicht aus einem spontanen Entschluss. Es war geplantes Staatsgeld aus Ostberlin, eingesetzt mit dem klaren Ziel, die Regierung Brandt zu retten, weil Brandt mit seiner Ostpolitik für die DDR ungleich nützlicher war als jeder mögliche Nachfolger aus den Reihen der Union. Was diese Erkenntnis so erschütternd machte, war nicht allein das Ausmaß der Einflussnahme. Es war die Tatsache, dass ein fremder Geheimdienst den Ausgang einer demokratischen Abstimmung im westdeutschen Parlament beeinflusst hatte und dass dies jahrelang unentdeckt geblieben war. Oder vielleicht nicht unentdeckt. Vielleicht war es von einigen gewusst worden, still und ohne öffentliches Aufheben, und man hatte sich entschieden, es dabei zu belassen. Die Frage, wer wann was wusste, wurde in den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen der 1990er Jahre zwar gestellt, aber nie vollständig beantwortet. Zu viele Zeugen erinnerten sich plötzlich an nichts mehr. Zu viele Akten fehlten. Und zu viele Männer, die Entscheidendes hätten sagen können, waren inzwischen tot oder zu krank, um noch zu sprechen. Rainer Barzel lebte lange genug, um zu erfahren, was wirklich geschehen war. Er lebte lang genug, um zu sehen, wie sein Name in Zusammenhang mit einer Affäre genannt wurde, an der er selbst das Opfer gewesen war, nicht der Täter. Und dennoch schwieg er weiter, nicht aus Gleichgültigkeit, nicht aus Resignation, sondern weil er irgendwann verstanden hatte, dass es Wahrheiten gibt, die ein System nicht ertragen kann, ohne sich selbst in Frage zu stellen. Und vielleicht, weil er ahnte, dass die eigentliche Geschichte noch nicht zu Ende war, dass irgendwo in Kellern und Archiven Dokumente auf ihre Stunde warteten, Dokumente, die er selbst nie mehr zu Gesicht bekommen würde.
Es gibt eine Regel in der Welt der Geheimdienste, die so alt ist wie die Spionage selbst. Was du nicht mehr kontrollieren kannst, vernichtest du. Nicht aus Panik, nicht aus Übereilung, sondern mit der gleichen kühlen Systematik, mit der du es einst angelegt hast. Die Stasi war in dieser Disziplin Weltklasse. Als im Herbst 1989 die ersten Demonstranten die Straßen Ostdeutschlands füllten und das Ende des Regimes greifbar wurde, liefen in den Bezirksverwaltungen des Ministeriums für Staatssicherheit rund um die Uhr die Aktenvernichter. Tonnenweise Papier wurde zerkleinert, verbrannt oder in Säcke gestopft und abtransportiert. Was in jahrzehntelanger Arbeit aufgebaut worden war, sollte in wenigen Wochen spurlos verschwinden. Und in vielen Fällen gelang das auch. Was die Bürgerrechtsbewegungen retteten, als sie im Januar 1990 die Stasi-Zentralen stürmten, war nur ein Bruchteil dessen, was ursprünglich existiert hatte. Millionen von Seiten blieben erhalten, aber Millionen weitere waren für immer verloren. Genau in diesem Riss zwischen dem Geretteten und dem Vernichteten liegt bis heute das eigentliche Geheimnis des Misstrauensvotums von 1972. Was die Akten über Wienand, über die genauen Zahlungsströme und über mögliche weitere Empfänger noch enthüllt hätten, weiß niemand. Denn die relevantesten Teile dieser Dokumentation gehören zu jenem Anteil, der nie wieder auftauchte. Manche Historiker vermuten, dass dies kein Zufall war, dass bestimmte Akten gezielt und frühzeitig aussortiert worden waren, lange bevor die ersten Demonstranten vor den Toren standen. Doch die Vernichtung von Beweisen blieb nicht allein auf die Ostseite beschränkt. Auch im Westen stellten Ermittler und Journalisten in den 1990er Jahren fest, dass Dokumente fehlten, die hätten existieren müssen. Akten aus parlamentarischen Vorgängen, Protokolle aus internen Ermittlungen, Berichte des Verfassungsschutzes, Unterlagen, die routinemäßig angelegt und archiviert werden, waren in einzelnen Fällen schlicht nicht auffindbar. Ob sie vernichtet, falsch abgelegt oder bewusst zurückgehalten wurden, ließ sich in den meisten Fällen nicht mehr feststellen. Was blieb, waren Lücken. Und Lücken sagen manchmal mehr als jedes vorhandene Dokument. Rainer Barzel trat im Jahr 1984 als Bundestagspräsident zurück. Nicht freiwillig, nicht aus eigener Überzeugung, sondern unter dem Druck neuer Vorwürfe, die diesmal nichts mit 1972 zu tun hatten, aber das ohnehin beschädigte Bild endgültig zerstörten. Er zog sich aus der aktiven Politik zurück und lebte fortan im Stillen, weit entfernt vom Berliner Politikbetrieb, den er einst hatte dominieren wollen. Er gab kaum noch Interviews, mied öffentliche Auftritte und kommentierte die schrittweise Enthüllung der Affäre, die sein Leben geformt hatte, mit einer Zurückhaltung, die viele als Würde interpretierten und die vielleicht auch Erschöpfung war. Die Last eines Mannes, der weiß, was ihm gestohlen wurde, aber keine Kraft mehr hat, es zurückzufordern. Als Rainer Barzel im August 2006 in München starb, hinterließ er keine posthumen Enthüllungen, keine versiegelten Briefe, keine letzten Aussagen für die Geschichte. Er nahm das meiste, was er wirklich wusste, mit sich. Und die Bundesrepublik, die er hatte führen wollen, ließ ihn gehen, ohne je vollständig Rechenschaft abgelegt zu haben. Der Mann, der durch 2 gekaufte Stimmen um das Kanzleramt betrogen worden war, wurde als Fußnote der Geschichte begraben. In einer Demokratie, die nie vollständig aufgeklärt hat, wie tief die Hände fremder Mächte in ihre Entscheidungen gegriffen hatten. Die Akten, die das hätten beweisen können, existieren nicht mehr. Oder sie liegen noch irgendwo in Kellern, die niemand aufmacht. Und vielleicht ist genau das die erschreckendste Wahrheit dieser Geschichte, dass wir bis heute nicht wissen, was wir nicht wissen.